Die Ausstellung besteht aus 2 Teilen. Also wir haben diesen künstlerischen Part hier und ein Stockwerk höher. In der Naturausstellung gibt es quasi den wissenschaftlichen Teil. Aber man muss sozusagen die ganze Ausstellung mit anderem Blick sehen, denn der Fokus liegt diesmal auf den Präparaten und auch in der Naturausstellung gibt es Dioramen. Das heißt, man kann sich sozusagen die Naturdioramen anschauen und sie vergleichen, was die Naturwissenschaftler und was die Künstler jeweils mit diesem Thema gemacht haben. Also das Künstlerkollektiv Steinbrenner, Dempf und Huber, die haben sich zusammengetan und arbeiten schon seit sehr vielen Jahren als Kollektiv. Und eines ihrer Hauptthemen ist eigentlich das Verhältnis von Natur und Kultur beziehungsweise von Zivilisation und Natur. Und deshalb haben wir beschlossen, dass man das eigentlich sehr gut verknüpfen könnte, dass man nämlich sich anschauen kann in den Dioramen, was sind mögliche Zukunftsvisionen, also wie könnte unsere Zukunft ausschauen und wie schaut auch die Zukunft der Tiere aus, sozusagen dieses prekäre Verhältnis zwischen Zivilisation und Natur, wie kann das in Zukunft sich entwickeln, und haben dieses Thema mit unseren Präparaten sozusagen abgearbeitet. Wir sind der Meinung, und das sieht man hoffentlich auch in der Ausstellung, dass es keine präzises Abbild oder eine Prognose für die Zukunft geben kann, sondern dass die Prognosen sehr unterschiedlich sind und dass auch sozusagen die Bilder, die wir da schaffen, sich total unterscheiden. Also es gibt nicht sozusagen die Einheitlichkeit, die man vielleicht normalerweise bei Ausstellungen gewöhnt ist. Da haben wir uns auch sehr viel auch mit der Vergangenheit auseinandergesetzt, weil man natürlich die Vergangenheit kennen muss, wenn man über die Zukunft reden will. Aber wir waren schon auch bemüht, oder so, dass wir nicht Dystopien schaffen, sondern wirklich, weil das sieht man in den Medien die ganze Zeit oder so, dass wirklich negative Bilder eigentlich gezeigt werden. Und dementsprechend oder so beschäftigen wir uns ganz stark mit dem oder so, was man in die Dioramen dann sieht. Also der Humor spielt schon eine große Rolle, der aber sehr schwierig ist auch zum Umsetzen. Teilweise ist immer ein Witz drinnen auch. Gilt jetzt für viele Dioramen, die man hier sieht, aber speziell für dieses gab es eine total nette Zusammenarbeit zwischen den Präparatoren und der zoologischen Abteilung und uns. Wir sind da jetzt in der Ausstellung Die Kunst des Präparierens. Und in dieser Ausstellung sehen wir diesen vielfältigen Aufgabenbereich, den ein Präparator abdecken muss, um alle Präparate, die da zu sehen sind, perfekt zu machen. Es ist ja nicht so, dass das nur Jagdtrophäen sind, wie man das im landläufigen Sinn eigentlich sich vorstellt, sondern im Museum gibt es wesentlich mehr Sachen, die da auf den Präparator zukommen. Angefangen von den natürlich Ausstellungspräparaten sind auch wissenschaftliche Präparate zu machen, es sind Modelle anzufertigen, Flüssigkeitspräparate, die Insekten sind zu präparieren, ein weiter Aufgabenbereich. In der Ausstellung haben wir auch einen begehbaren Werkstattbereich. Wenn Sie Glück haben, ist gerade der Präparator da und Sie können ihm etwas über die Schulter schauen, wie man da arbeitet. Der frühere Begriff Ausstopfen, der lässt jedem Präparator heute die Haare zu Berge stehen. Warum? Weil früher sind die wirklich ausgestopft worden, im wahrsten Sinn des Wortes die Haut genommen, Watte hineingestopft, mit Draht fixiert und irgendwie hingestellt. Das gibt natürlich keine hervorragenden Präparate, sondern heute wird ein künstlicher Körper gemacht, der möglichst naturgetreu ist und der beansprucht wirklich bildhauerische Fähigkeiten des Präparators. Und da haben wir natürlich da in der Ausstellung wunderbare Beispiele dafür. Wenn Sie genau schauen in der Ausstellung, werden Sie laden mit Präparate von zum Beispiel Igeln, Eichhörnchen, Eichleher haben wir da. Und da sind gleich Dutzende von diesen Tieren drinnen.
Da fragt natürlich auch jeder, ja, braucht ihr denn im Museum immer so viele? Ja, natürlich brauchen wir das, und zwar deshalb, weil das erstens Individuen sind, die sich unterscheiden lassen. Andererseits sind die alle an unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Zeiten gesammelt worden. Und nur so kann man dann Verbreitungsmuster herausfinden. Die Ausstellung Heaven Can Wait läuft im Schlossmuseum Linz vom 25. März bis zum 3. Oktober.